Willkommen zu dieser 30-minütigen Yoga-Session. Es ist eine kleine Auszeit nur für dich. Egal ob am Morgen zum sanften Start in den Tag, in der Mittagspause zum Durchatmen oder am Abend zum Entspannen. Diese Session hilft dir, Stress loszulassen, dich zu dehnen und neue Energie zu tanken. Ich bin Anja, Yoga-Lehrerin aus Leidenschaft. Und ich freue mich, dich in die wunderbare Welt des Yogas zu begleiten. Schön, dass du da bist. Mach es dir bequem, atme tief ein und genieße diese Zeit für dich. Lass uns gemeinsam loslegen. Was wir brauchen, ist eine Matte, einen Kissen oder ich nenne das Bolster, das ist ein längliches Kissen. Wenn du das nicht hast, kannst du ganz gerne auch eine Decke zusammenrollen und die nehmen und 2 Blöcke. Und wenn du das alles beisammen hast, lass uns treffen auf der Matte. Wir starten in einem Sitz. Dafür nehme ich mir das Kissen schon mal. Es gibt auch so Meditationskissen, vielleicht hast du so eins. Gerne kannst du das auch nehmen und setz dich hin, um dich jetzt ein bisschen zu erhöhen und gleichzeitig das Becken, deine Beine schön zu erden, dass du hier eine ganz angenehme und stabile Position hast. Es kann ein Schneidersitz sein, du kannst dich aber auch so setzen, dass die Beine nach vorne gehen. Wenn die Knie irgendwo in der Luft sind, weil die Hüfte noch nicht so weit ist, sich zu öffnen, kannst du gerne auch 2 Blöcke nutzen, um dich hier zu unterstützen. Was auch super hilft, wenn du auf deinem Kissen so ein bisschen nach vorne rutscht, dann, was du machst, das Becken kippt sich automatisch ein bisschen mehr nach vorne und du kannst dich besser hier in deine Wirbelsäule aufrichten. Lass deine Hände geöffnet nach oben Richtung Decke, deine Schulter weg von den Ohren und schließe deine Augen. Schließe deine Augen, damit deine Sinne so langsam von außen nach innen kehren können, wo du dich selbst mehr ersehen kannst, mit dem inneren Auge, dich selbst mit der inneren Stimme wahrnehmen kannst und dich einfach besser erspüren kannst. Atme tief durch die Nase ein und alles aus. Nochmal einatmen und gerne mit den Schultern nach unten fallend ausatmen. Sehr schön. Bleibe gerne hier für ein paar Augenblicke. Schaue, dass du deine Atmung wahrnimmst und damit dich direkt in diesem Hier und Jetzt findest, in diesem Augenblick, in diesem Moment. Und spür deinen Körper, schau, was da ist, spür oder schaue, was für Gedanken du noch im Kopf hast. Lass das einfach einmal so feststellen, ohne zu beurteilen. Und bleibe mit einer Aufmerksamkeit hier in diesem Moment. Es kann natürlich sein, dass du mit dem Kopf noch in deiner Vergangenheit bist. Das ist völlig natürlich und normal. Aber versuche die Gedanken von dort aus ein bisschen mehr in diesen Moment zu lenken. Denn alles, was in der Vergangenheit passiert ist vergangen. Und du kannst das nicht mehr beeinflussen, du kannst das nicht mehr ändern. Du kannst daraus nur lernen. Und auch mit der Zukunft, wenn du immer nur in die Zukunft schaust, sich danach orientierst und dann dich sorgst und dann Gedanken machst, immer darüber, was passieren kann, was passieren könnte, dann ist das oft auch verschwendete Energie. Denn wenn du dich sorgst,
Das sind keine schönen Sachen, keine schönen Gedanken. Das kostet dich Energie. Und zu 90% oder über 90% der Sorgen werden sich nicht bestätigen. Die werden nicht eintreten. Das heißt, die Zukunft ist auch ungewiss und du kannst auch nicht kontrollieren die Zukunft so, wie du es haben möchtest. Deswegen versuche eher in dieser Gegenwart zu leben und vor allem, wenn du auf deiner Matte bist, genau dir das bewusst zu machen, dass du nur diesen Augenblick hier und jetzt in deiner Hand hast, dass du das gestalten kannst, dass du diese Realität kreieren kannst mit dem, was da ist, ohne dass du in der Vergangenheit lebst oder in der Zukunft schon. Lebe in hier und jetzt und sammle dir diese schönen, glücklichen Momente mit dem, was du gerade erlebst. Schön. Und dann langsam öffne deine Augen. Hallo. über deine Seiten, heb deine Arme nach oben, zieh dich über beide Seiten lang, atme ein und mit der Ausatmung wir drehen nach rechts. Die linke Hand kommt auf das rechte Knie, die rechte Hand ist hinten am Becken oder am Kissen, je nachdem, wo du bist. Und dann schaue einmal noch über deine rechte Schulter. Die linke Hand bleibt auf deinem rechten Knie, der rechte Arm geht nach oben hoch und du neigst zu deiner linken Seite. Versuch mit der rechten Pobacke weiterhin auf deiner Unterlage zu sein und mit der Ausatmung vertiefe diese seitliche Dehnung und spür, wie Raum und Platz entsteht in der rechten Körperseite. Gut, jetzt komme aufrecht zur Mitte, bring die Arme übereinander für den Adler, also Adlerarme. Die Hände treffen sich oder die Handflächen treffen sich. Die Ellenbogen sind übereinander, Ellenbogen nach vorne ziehen und Richtung Decke. Atme hier ein und mit der Ausatmung neige nach vorne, Richtung Bauchnabel, Ellbogen. Atme ein, richte dich auf, Blick nach oben, atme aus, wieder Ellbogen zur Mitte führen. Letztes Mal. Einatmen, aufrichten und ausatmen, ganz klein machen. Löse das, Arme über deine Seiten weit nach oben, zieh dich wieder lang über beide Flanken und mit der Ausatmung drehe rüber nach links und die rechte Hand ist auf deinem linken Knie. Auch hier bleib aufrecht in deiner Wirbelsäule, auch wenn sie gedreht ist. Versuch nicht mit dem Becken zu kippen nach hinten. Richte dich hier noch einmal schön über die gesamte Wirbelsäule auf und dann heb den linken Arm nach oben, die rechte Hand bleib auf dem Oberschenkel und neige zu deiner rechten Seite. Einatmen, mit der Ausatmung wäre ein bisschen schwerer und weicher, neige zu der Seite und dann spür den langen Arm über den Kopf, wie er dich so ein bisschen rüber nach rechts zieht. Sehr schön. Richte dich auf, beide Arme übereinander und die Hände zusammen. Mit der Einatmung Ellenbogen hochheben, Blick nach oben. Ausatmen, Ellenbogen zur Brust einatmen, lang nach oben und ausatmen wieder. Schließe zur Mitte. Letztes Mal so. Einatmen, Schulterblätter auseinander machen und ausatmen ganz klein. Arme über deine Seiten weit nach oben. Einatmen und mit der Ausatmung bring deine Hände vor dir. Jetzt wäre es sinnvoll, von dem Kissen runterzukommen, dass du das Becken jetzt auf dem Boden hast und bring deine Hände vor dir. Und du kannst dich hier so sanft von links nach rechts bewegen, aus der Hüfte so ein bisschen lockern, den unteren Rücken. Der Nacken ist ganz entspannt. Schwing dich von Seite zu Seite, ganz locker, ohne Druck, ohne Außenleistungsdruck. Ich muss tiefer, ich muss weitergehen. Nein, das nicht. Einfach spür hinein. Du kannst gerne deine Augen schließen und ein bisschen bewegen noch. Gut, jetzt wandern wir rüber zu der rechten Seite. Beide Hände auf dem Boden oder Fingerspitzen, je nachdem wie weit die Seiten sind. Und schau, dass aber die Hüfte jetzt noch geerdet bleibt auf dem Boden und du neigst den Kopf nach unten. Bleib bei deiner Atmung.
Wir wandern nach links. Einatmen und mit der Ausatmung beuge auch hier vor. Schön viel Stretch an der Hüfte. Du merkst das wahrscheinlich schon jetzt. Und lass dich hier so ein bisschen aushängen. Und vorsichtig von hier wieder zur Mitte. Und wir richten uns nach oben auf und kommen in die Grätsche. Die Beine sind schön hier auseinander. Aktiviere deine Beine, das heißt, flex deine Füße, dass du hier schön aktive Beine hast und das hilft dir gleich in der Vorbeuge, das werden wir gleich machen und dass du auf jeden Fall mehr Raum findest, nach unten zu gehen. Hände bleiben auf dem Boden und jetzt bewegen wir uns in Kreisen oder halbkreisenden Bewegungen über Seite nach vorne, über Seite nach vorne. Es kann natürlich sein, dass die Oberschenkel, die Innenseite der Oberschenkel, die das gar nicht erlaubt, so tief zu gehen. Deswegen bleibe eher oben, aber versuche den Rücken gerade zu halten. Das ist wichtiger als die Tiefe. Noch einmal jede Seite. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Jetzt bring deine Hände an den Kopf, öffne die Ellenbogen nach außen, atme hier ein und mit der Außen aktive Beine. Kommen wir mit dem geraden Rücken Richtung Boden. Das ist intensiv an den Beinen, deswegen geh nicht so tief, bis du es nicht aushältst, den Schmerz, und dann nicht wieder vielleicht zurückkommst, sondern halte den Rücken schön gerade und dann geh so tief, wie du kannst. Vielleicht ist das auch hier, ne? Wenn du so merkst, okay, das ist Stopp, das ist deine Grenze, dann geh wieder zurück. Mir ist wichtig, dass du das Empfinden dafür bekommst, wie tief du gehen kannst. Und so können wir an der Beweglichkeit der Hüfte schön arbeiten. Und letztes Mal atme ein und ausatmen. Gut. Richte dich wieder auf und vorsichtig bring deine Beine zusammen. Ich drehe mich jetzt zur Seite. Die Hände weiterhin an den Kopf ansetzen. Richte dich in deinem Stock, also die Position heißt der Stock, auf, atme ein und wir drehen nach rechts aus. Einatmen kommen wir zur Mitte, ausatmen links. Einatmen aufrichten und drehen. Wieder ein, hoch, zur Mitte und drehen. Letztes Mal jede Seite. Aus dein Brustkorb, dein Becken bewegt sich sanft, weiß ein bisschen aus, aber das ist völlig in Ordnung. Jetzt bring deine Arme nach oben, hoch, atme ein und mit der Ausatmung setz die Hände neben deine Beine und wenn du das Gefühl hast, das zieht sehr in den Beinen, beuge ruhig deine Knie sanft und dann lass den Kopf und Nacken hier locker aushängen. In der Vorbeuge können wir auch so ein bisschen was loswerden vom Kopf, von den Gedanken her, was uns nicht mehr so dient, was uns stört in unserem Frieden. Halte deine Ausatmung lang. Und wenn du weiter natürlich gehen kannst, kannst du gerne schauen, was der Körper, wozu er jetzt bereit ist. Gerne auch die Augen schließen, den Vorbeugen. Auch hier kannst du gerne die Blöcke nehmen unter den Händen, dass du dich hier so ein bisschen aufrichtest oder unterstützt. Super. Und von hier kommen wir langsam nach oben. Und jetzt gehen wir auf die Unterarme und auf die Knie. Also komm auf die Unterarme, sodass die Ellbogen unter den Schultern sind, Hände nach vorne gestreckt und auf den Knien. Von hier machen wir eine schöne Katze- und Kuh-Bewegung. Hier Katze und Kuh, um hier die Wirbelsäule so ein bisschen zu entspannen, zu lockern. Denn wenn wir viel Stress haben, sammelt es sich super oft und gerne schon mal in dem Rücken. Das
die Muskulatur sich dort blockiert und uns ja unbeweglich macht und steif. Das ist oft eben stressbedingt. Deswegen hier ganz locker schauen, was geht bei den Bewegungen. Vielleicht brauchst du so ein bisschen kreisende Bewegungen, mach das auch gerne. Ein bisschen intuitiv hier bewegen, entweder Katze und Kuh weiter oder eben das, was du meinst, das gerade für dich richtig ist. Super. Nochmal von dem Becken links nach rechts kippen. Sehr schön. Und langsam kommen wir auf die Knie. Bring die Arme nach oben, atme ein und mit der Ausatmung alles loswerden, was du nicht brauchst. Und wieder aufrichten, atme ein und ausatmen. Letztes Mal einatmen, weiten in den Schultern und ausatmen locker. Komm nach oben wieder auf die Knie. Es kann sein, dass du wenn du auf dem harten Boden bist, dass du vielleicht was für die Knie brauchst, eine Decke zum Beispiel. Streck die Arme nach vorne und stell dir vor, du bist so ein Bogenschütze, dass du den Bogen aufspannst, schaust nach hinten zu dem Ellenbogen und lass dein Pfeil los. Und jetzt linke Seite aufspannen, nach hinten drehen und loslassen. Sehr schön. Und jetzt nochmal rechter Arm aufspannen und loslassen. Arm nach vorne, linker Arm nach hinten, aufspannen, schau nach hinten und lass los. Sehr schön. Und dann Hände auf, dein Becken auch mal auflegen, Herz öffnen, atme ein und ausatmen. Kurz Schulter lockern, Schulter entspannen. Jetzt bleiben wir auf den Knien, aber wir strecken das Kissen zur Seite. Wir strecken das rechte Bein zur Seite aus. Genau, die Hände sind in der Hüfte, sodass du deine Hüfte schön gut gerade stellen kannst. Jetzt bring den linken Arm nach oben, atme ein und mit der Ausatmung neige zu dem rechten ausgestreckten Bein für das Tor. Belaste die Außenkante des Fußes und hier merkst du ja auch schon so ein bisschen vielleicht einen Zug. Atme hier ein, komme nach oben, Hände in deine Hüfte, schieb dein Becken nach hinten und mit geraden Rücken beuge vor. Richte dich auf, atme ein, setz die linke Hand auf den Boden, streck den rechten Arm nach oben und fädel den unter dem linken Arm durch. Vielleicht die Schulter absetzen oder musst du auch nicht. Und dann wieder aufrichten, Hand auf das Knie, linker Arm nach oben, atme ein, ausatmen zur Seite neigen. Aufrichten, Hände in die Hüfte, schieb das Becken nach hinten, gerader Rücken, beuge vor. Richte dich auf, linke Hand zum Boden, rechter Arm nach oben hoch und unter dem linken Arm durch. Super. Noch einmal diese Kombination der Bewegungen. Einatmen, Arm hoch und zur Seite neigen. Aus. Hände in die Hüften, richte dich auf, Becken nach hinten, Herz nach vorne, Vorbeuge. Linke Hand stützend auf dem Boden, rechter Arm nach oben und unter dem linken Arm durch. Und dann von hier wechseln wir die Beine. Das heißt, das linke Bein ist gestreckt und von hier richten wir uns nach oben hoch. Nochmal das Bein so ein bisschen mehr strecken, den Fuß mehr erden, linke Hand auf den Oberschenkel, rechter Arm nach oben und wir gehen rüber nach links. Richte dich auf, Hände in dein Becken und Vorbeuge. Aus dem schön geraden Rücken, linker Arm jetzt nach oben, unter dem rechten Arm durch. Atme aus. Richte dich auf, rechter Arm hoch und neige nach links. Einatmen, Vorbeuge, aus. Hand zum Boden, linker Arm hoch und unter dem rechten durch. Und letztes Mal atme ein. Und ausatmen, schön mit der Atmung immer fließen, mit dem Körper, nicht gegen den Körper, Vorbeuge, Becken nach hinten.
Rechte Hand zum Boden, linker Arm hoch und unter dem rechten durch. Atme aus. Und langsam hier wieder auf. Entspannt die Knie zueinander. Jetzt kommen wir mit beiden Füßen oder zueinander gewandt. Wir kommen in die Vorbeuge mit der Grätsche. Beine, wenn es möglich, gestreckt halten, Hände nach vorne laufen lassen, so weit wie es geht. Und dann bring dein Becken wieder zurück nach hinten, so wie ein herabschauender Hund mit einer weiten Grätsche hier. Streck deine Beine, streck deine Arme und lass den Kopf schön hängen. Atme hier ein und aus. Und wir laufen mit den Händen zur Mitte. Jetzt gehen wir mit den beiden Händen zu dem rechten Fuß oder rechten Wade, je nachdem, was wir greifen können. Das kann hier sein. Wenn du tiefer kommst, kannst du gerne kommen. Wieder eine Vorbeuge. Von hier greifen wir mit der linken Hand den rechten Fuß und wir öffnen den rechten Arm weit nach oben in die Drehung. Ausatmen, vertiefen und zurück über die Mitte auf die linke Seite. Auch hier halten wir uns fest an dem Bein oder an dem Fuß mit der rechten Hand. Und mit der Ausatmung öffnen wir den linken Arm nach oben. Atmen hier durch. Und ausatmen, lösen, super. Gut, jetzt beugen wir das rechte Bein für den Regenbogen. Dreh bitte die Zehen gerade nach oben zur Decke, dass du jetzt einmal in der Hüfte die Öffnung spürst und dann in dem Oberschenkel hier, linke Seite, kurz hier halten. Und dann kannst du mit den Händen, wenn du möchtest, ein bisschen mehr Richtung links gehen, sodass das Becken tiefer kommt. Je nachdem, was natürlich möglich ist in den Beinen, in der Hüfte. Atme hier ein. Und mit der Ausatmung, von hier gehen wir in die Eidechse. Dafür vielleicht magst du dir so einen Block legen vorne. Und auf dem Block die Unterarme. Man kann sie sogar, um das ein bisschen weicher zu gestalten, das Kissen oder ein Bolster über den Block auch legen. Und versuch hier mit deiner Hüfte so ein bisschen tiefer zu kommen. Das linke Bein ist ganz außen an der Kante. Genau. Und lass hier den Kopf hängen, entspanne dein Gesicht, entspanne deinen Kiefer, dass da alles sich wirklich hier lockert. Und damit, wenn der Kiefer entspannt ist, ist auch dein Becken, deine Hüfte entspannt. Wir stretchen hier den Hüftbeuger und natürlich die ganze Hüfte hier. Atme nochmal ein und ausatmen vorsichtig. Komme wieder zurück. Wir waren in der Grätsche und dann gehen wir jetzt auf die linke Seite, das heißt in den Regenbogen. Der Fuß schiebt ein bisschen weg Richtung Mattenkante hinten und dann du drehst die Zehen nach oben, sodass du ein bisschen tiefer hier in deine Hüfte kommst und dein Bein kann da diese Dehnung wahrscheinlich gut gebrauchen. Und dann zusätzlich, das ist nur optional, kannst du die Hände Richtung Fuß bewegen und das Becken weg von den Händen nach hinten ziehen. Du kannst hier bleiben oder eben hier bleiben. Schau, was du brauchst, was sich gut oder richtig in dem Moment für dich anfühlt.
atme hier nochmal durch. Nicht den Atem halten, das ist kontraproduktiv. Da arbeitet man gegen sich selbst. Und dann kommen wir nach vorne und auch hier gehen wir in die Eidechse, aber auf der anderen Seite. Deswegen bleibe ich hier vorne und zeige ich dir von hier. Das ist jetzt der rechte Fuß ist vorne. Wir können hier wieder uns ein bisschen was aufbauen, dass es wirklich angenehm hier ist. Und hier das linke Knie ist auf dem Boden, das rechte Bein, wenn es geht von der Hüfte, kannst du ein bisschen mehr nach außen öffnen und dann lass dich hier so ein bisschen in dein Kissen fallen. Verweile für ein paar Augenblicke hier. Und vorsichtig komme wieder auf deine Hände, stütz dich ab und in den Sitz für einen Moment. Jetzt ist der Abschluss, der ist, wie ich finde, sehr, sehr schön und angenehm. Dafür brauchen wir das Kissen. Wie gesagt, wenn du kein solches Kissen hast, kannst du auch eine Decke zusammenrollen und einen Block. Wir setzen den Block unter dem Kissen vorne und wir setzen uns so mit dem Becken, dass das Kissen hier direkt an der rechten Hüfte ansetzt. Das Becken ist auf dem Boden. Und jetzt dreh den Oberkörper zu dem Kissen nach vorne auf und laufe mit den Händen schön nach vorne zu deinem Kopfteil und drehe deinen Kopf nach rechts. Das heißt, die Knie sind nach links und der Kopf nach rechts gedreht. Und lass dich hier so ein bisschen fallen, schwer in dein Kissen. Du kannst hier so lange bleiben, wie du es brauchst, wie du das einfach für dich so empfindest. So bis 5 Minuten ist alles wunderbar. Und dann gerne kannst du dir das Video stoppen und ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Diese Position ist wirklich super angenehm hier. Wenn der Nacken irgendwie nicht mitmacht, kannst du den Nacken zu den Knien drehen, also in die andere Richtung. Das ist wie so ein doppelter Twist in dieser Position, den wir haben. Du kannst aber auch, wie gesagt, nur bei der Eindrehung bleiben und den Kopf zu den Knien drehen. Und von hier vorsichtig gehen wir nach oben, schieben uns raus und auf die andere Seite natürlich, um das auszugleichen. Und auch hier das Kissen richtig gut ansetzen an der Hüfte. Dreh deine Schulter zu dem Kissen hin und dann laufe entlang des Kissens. Und auch hier, wenn der Nacken nicht mitmacht, kannst du den einfach so zur Seite drehen, da wo die Knie zeigen, oder aber in die andere Richtung. Wichtig, du fühlst dich hier locker, entspannt. Löse die Muskulatur, dass das jetzt nicht irgendwie auch eine Anspannung aufbaut. Im Gegenteil, lass alles fallen und locker in dein Kissen hinein. Und dann auch hier kannst du gerne noch 2-3 Minuten bleiben, wenn du möchtest. Oder gehe jetzt schon nach oben hoch.
Und jetzt kommen wir auf den Rücken und da brauchen wir nur das Kissen. Komm auf deinen Weg nach unten, langsam, ohne Eile hier. Das Leben bietet uns genug Möglichkeiten, wo wir ein bisschen schneller und eben auf Zack sein müssen. Und hier dürfen wir uns wirklich diese Zeit nehmen, die wir brauchen. Wir setzen das Becken auf dem Kissen hier, stellen die Füße erstmal auf, so eine unterstützte Brücke. Ist wirklich ganz, ganz angenehm für das Becken, super angenehm für den Beckenboden, dass er hier wirklich locker entspannen kann, entlasten kann. Er trägt ja unsere Organe quasi die ganze Zeit, ist dafür zuständig, alles schön beisammen zu halten, und diese Position entlastet ihn so gut. Und natürlich auch für unser Nervensystem ist das wirklich super angenehm, wenn das Becken ein bisschen erhöhter ist und der Kopf ein bisschen tiefer. Super. Wenn du ein bisschen mehr haben möchtest und wenn das okay für den Rücken ist, streck die Beine nach vorne aus, sodass wir auch hier vorne eine schöne Dehnung in den Hüftbeugen haben. Das wäre eine sehr gute Übung als Gegenübung, als so ein Ausgleich, wenn du viel am Schreibtisch sitzt und arbeitest. Dass wir hier jetzt die Vorderseite, die so oft verkürzt ist durch langes Sitzen hier, jetzt ausstrecken können. Wenn du zu viel Druck in dem unteren Rücken hier aber verspürst, dann stell bitte wieder die Füße auf, und das ist ja auch, hast auch deine Vorteile aus der Übung. Das ist so schön. Ich liebe diese Übung. Ich mache das super gerne abends, weil ich so eine Phase hatte, dass ich wirklich sehr überlastet war und ja, auch schon die Muskulatur sehr angespannt war. Ich habe so eine Phase gehabt, wo ich viel Krafttraining gemacht hatte, und da spürte ich, dass die Muskulatur sich ein bisschen verkürzt. Dann war das meine On-to-Go-Übung abends. Ich habe immer mir was Gemütliches gemacht, vielleicht auch einfach auf den Boden gelegen, das Becken ein bisschen erhöhter und dann so ein paar Minuten hier ausgehangen. Wunderbar, kann ich nur empfehlen. Und jetzt stell die Füße bitte auf und schieb dein Kissen unter deine Kniekehle. Das ist wirklich, wirklich super angenehm, denn das Becken kommt auf den Boden und der untere Rücken, der sich vorher so ein bisschen ausgehangen hat, kann jetzt auch wieder in die neutrale Position oder sogar so ein bisschen so Richtung Bodenmeer gehen. Dadurch, dass die Beine ein bisschen erhöht sind, eine tolle Position auch zum Schlafen, dass du hier eben auf den Rücken ganz angenehm liegen kannst. Nicht jeder kann gut auf dem Rücken schlafen, und wie wir wissen, ist die Position die beste für unseren Körper, eben weil das nicht viel verkürzt im Liegen, und das ist alles ausgeglichen, die Hüfte ist ausgeglichen, und aber nicht jeder kann so auf dem Rücken liegen. Das mit dem Kissen unter deine Kniekehlen ist auf jeden Fall etwas, was sich die Position angenehmer machen lässt. Kannst du mal gerne ausprobieren. Und hier wäre das ja auch schon deine Shavasana, deine Endentspannung. Gerne kannst du hier einfach für ein paar Augenblicke verweilen, die Augen schließen und einfach nur genießen deine Zeit mit dir selbst auf der Matte. Das ist so wie ein Treffen mit dir selbst, ein Date quasi mit dir selbst auf der Matte. Gerne kannst du noch liegen bleiben, oder wenn du dich jetzt schon bereit und fit fühlst zum Aufstehen, dann kannst du das auch gerne tun. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist, um dir eine schöne Routine zu etablieren, und wo du irgendwann dann auch ohne Bewegung
ohne tägliches Bewegung gar nicht mehr leben kannst, so wie ich. Das ist so eine Gewohnheit wie Zähneputzen. Mein Körper braucht die Bewegung, die Streckung und mein Geist braucht das. Und ich hoffe, wir können uns das zusammen erbauen und ausbauen. Vielen lieben Dank. Namaste. Bis zum nächsten Mal.